Heute zeige ich euch eine der besten Achterbahnen, die es überhaupt so gibt. Ihr seht es vielleicht schon hinter mir, Park Warner Madrid, und wir sind hier in Spanien und hier seht ihr das riesige Batman-Emblem. Und das bedeutet, wir reden über eine Batman-Attraktion, eine Batman-Achterbahn. Batman Gotham City Escape, neu seit 2023 hier im Park Warner, und ich erzähle euch jetzt alles über diese unglaublich gute Achterbahn. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute lernen wir, wie man nicht in Eingängen steht und sein Leben dort verbringt. Und das am Beispiel von Batman Gotham City Escape. Neues Review zu einer Achterbahn, die wir jetzt gerade zum ersten Mal gefahren sind, die 2023 eröffnet hat und einfach faktisch die beste Achterbahn in ganz Spanien ist. Meiner Meinung nach. Batman Gotham City Escape, reden wir gleich drüber, was für eine Achterbahn das ist, was die Besonderheiten dabei sind. Erstmal möchte ich euch abholen, worum geht es überhaupt? Was ist die Story hinter diesem Coaster? Denn wir sind ja im Park Warner bei Madrid oder in Madrid, Park Warner Madrid, und die haben hier noch Batman-Lizenzen. Und das bedeutet, im Fall von Batman Gotham City Escape, wir sind im Wayne Manor zu Gast. Und das Wayne Manor ist hier und da geht es gleich quasi rein. Der Ride beginnt entweder mit dem Speedy Pass auf dieser Seite oder mit der normalen Warteschlange, die jetzt gerade 90 Minuten beträgt, auf dieser Seite. Relativ hässlicher Hinterhof, der dann die normale Warteschlange darstellt, und dann wird man hier gesammelt und kommt ins Wayne Manor, und dort gibt es die Pre-Show, und wir befinden uns dann auch schon im Anwesen von Bruce Wayne, und es gibt diese Gratis-Führungen durch das Anwesen, wo man sich die ganzen krassen Artefakte, Kunstwerke und alles angucken kann, und wir werden gerade begrüßt von Bruce Wayne, aber das Witzige ist, der Joker kommt natürlich und macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung, und durch den Kamin kommt das Lachgas rein, um uns fertig zu machen. Ich weiß gar nicht, zum Lachen zu bringen. Was der Joker halt so macht. Der Joker ist überall, ich sage es euch, selbst unter Batmans Maske. Aber natürlich gibt es genug Sicherheitseinrichtungen in den Wayne Manor, und wir müssen dann raus in den Safety Room, in dem sich übrigens dann erst der Testsitz befindet, nachdem du ewig angestanden hast. Ich weiß nicht, welcher Experte sich das ausgedacht hat. Und es gibt so einen Durchbruch durch den Safety Room zum U-Bahn-Netz von Gotham City, und mit einem Batmobil-artigem Fahrzeug verlassen wir dann fluchtartig das Wayne Manor, um sicher wegzukommen. Und das ist dann die Achterbahnfahrt. Und bevor wir die besprechen können, müssen wir natürlich einmal klären, wer von euch kann denn überhaupt mitfahren. Ihr müsst nämlich mindestens 1,30 Meter groß sein, und bei 1,96 Meter ist Schluss. Eigentlich hat man auch hier das metrische System. Wir kennen nur alle 1,90, 1,95. Ansonsten die üblichen Safeties und Ride-Voraussetzungen, die ihr so kennt. Und ja, wir steigen jetzt in der U-Bahn ein, in das Batmobil, was übrigens saugeil aussieht. Super schöner Achterbahnzug, sehr schöne Beleuchtung, und dann geht die Fahrt los. Ja, die Fahrt startet in der Kurve mit einem kleinen Dark Ride Part, und der Joker ist auf seinem Quad mit der Stinkkanone oder Lachgaskanone vorne drauf, und hier geht es dann raus. Der erste Launch, LSM Launch, also ein Linear-Synchronmotorabschuss von 0 auf 60 km/h in 2 Sekunden, und dann kommt man hier raus, und es folgt schon die erste Inversion, und zwar der Corkscrew, der sehr skurril hier aussieht, aber damit startet die Fahrt, und 0 auf 60 in 2 Sekunden klingt irgendwie nicht so krass, aber der ist wirklich puff, der tritt dir erstmal in den Hintern so raus jetzt hier aus der Halle, und viel Spaß draußen in der Sonne. Diese Achterbahn ist übrigens 1010 Meter lang, und nach dem Corkscrew geht es hier runter auf den LSM Boost. Der Zug wird nochmal beschleunigt und fährt hoch auf den Outside Top Hat, und jetzt guckt man da, das Ding bleibt einfach fast stehen durch die Trim Brakes, kommt hier runtergeknallt und fährt nochmal über den Airtime-Hügel hinweg, und da hinten ist ein Reverse Sidewinder. Ein Sidewinder ist ein halber Looping mit einer halben Schraube, und Reverse umgedreht ist eine halbe Schraube mit einem halben Looping. Nach dem Reverse Sidewinder
geht es hier unten einmal lang in der Kurve und hier, ich nenne es jetzt mal so ein Twisted Airtime Hill drüber und dann nimmt man mal Schwung und über den Parkweg, der sich jetzt quasi hinter mir befindet, geht nochmal ein Corkscrew drüber hin Rack. Bei uns auf der Kuhfarm gibt es Kühe. Und in der großen Kurve geht es dann wieder zu diesem Lounge-Bereich. Das gibt man nochmal schnell rüber. Der Zug kommt wieder zurück, wo wir gerade schon waren und wieder LSM-Boost und hier wird beschleunigt und man fährt hier nach oben und es sieht fast aus wie ein Corkscrew, aber man fährt dann in den Zero-G-Stall. Meiner Meinung nach eins der besten Achterbahnelemente, wenn nicht sogar das beste Achterbahnelement, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und hier war die Beschleunigung, glaube ich, auch nochmal von 70 auf 90 km/h in 1,8 Sekunden. Die Bahn hat irgendwo Spitzengeschwindigkeit von 103 km/h. Ich bin ja jetzt hier unter dieser U-Bahn-Hochbahn-Tunnelgeschichte und hier oben drüber fährt ja der Zero-G-Stall. Und ja, hier hinter dem Gebäude geht es auch nach unten und es geht ins Gebäude wieder rein. Und dann kommt eine kleine Überraschung und zwar ein Vertical Rollback. Ihr fahrt so eine Halfpipe nach oben. Und dann rollt man diese wieder runter und wir beide waren erst, okay, geht es jetzt rückwärts irgendwo lang mit so einer extrem schnellen Weiche, die Intermin sonst verbaut? Nee. Okay, gibt es dann irgendwie nochmal einen Dark Ride Part, wir fahren woanders? Nein, das ist das Ende, so bremst man hier. Aber es gibt dann nochmal Batman als Figur und der Joker ist gefesselt und hängt von der Decke. Und dann geht es wieder in diesen U-Bahn-Schacht zurück rein und dann endet damit auch die Fahrt. Und es geht in den Ausgangsshop, es gibt ein On-Ride-Foto, es gibt ein On-Ride-Video. Und ja, damit wären wir dann schon eigentlich beim Fazit zu Batman Gotham City The Ride. Escape. Escape heißt das. Guckt diesen Kanal nicht, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das war erstmal so mein kleines Vor-Ort-Review zu Batman Gotham City Escape hier im Park Warner in Madrid. Und die, ja, eine der geilsten Achterbahnen, die es so gibt hier in Spanien, wenn nicht sogar die geilste. Und auch allgemein absoluter Wahnsinns-Coaster. Dieser kurze Zug mit nur 3 Wagen von Intermin Amusement Rides. Krass, voll gut, sehr wendig, fährt sich richtig gut, sehr smooth. Man hat ja bei so schnellen Bahnen mit so vielen Kräften, habe ich öfter Angst, ja, könnten die Fahreigenschaften vielleicht
nicht so die besten sein, aber Batman Gotham City Escape hier im Park Warner Madrid liefert einfach ab. Coole Story, coole Warteschlange, sehr geil aussehender Zug, sehr schön aussehende Station. Auch der Track an sich wurde schön gemacht. Obwohl man ja durch den ganzen Park irgendwie fährt und überall dran vorbeikommt, ist das trotzdem cool eingebettet und gesettet. Überraschungen und die Bahn ist überall unterwegs. Also hat mich komplett abgeholt. So eine Bahn gerne öfter, gerne woanders. Und ja, ich nehme das schon mal vorweg, was ihr jetzt in die Kommentare schreiben werdet. Aber Batman Gotham City Escape wäre auch gut für Moviepark Germany gewesen, keine Frage. Grandiose Bahn. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Danke Intermin, dass ihr mir so ein Ding abgeliefert habt, was echt nach viel Spaß beim Design aussah, aber wahrscheinlich sehr viel Lebensjahre gekostet hat und graue Haare gebracht hat. Aber super gute Bahn und ihr kommt jetzt hier rum und checkt ab Batman Gotham City Escape im Park Warner Madrid.